Denkst du, er merkt was? Nein, denke ich nicht. Also zunächst mal nicht. Ich bin echt gespannt. Wird schon schief gehen. Achtung, er kommt. Oh, hallo, guten Morgen. Du, ihr seid ja überpünktlich. Ja, wir dachten nach dem letzten Mal. Genau. Daher wollten wir dieses Mal Okay, pünktlich sein. das finde ich gut. Und was ist das hier? Als kleine Entschuldigung für dich. Und für uns. Ja, einfach was Süßes zum Futtern. Yam, yam. Das ist ja lieb von euch. Vielen Dank. Mit was gefüllt? Mit Aprikosenmarmelade. Aprikosenmarmelade. Bestimmt super lecker, aber den werde ich erst nachher essen. Jetzt wollen wir erst einmal starten. Ich stelle ihn mal hier beiseite. Und Wir auch sind den bereit. von euch muss ich erstmal hier beiseite stellen. Okay, dann legen wir los. Hallo an alle da draußen. Heute ist Freitag, der 13. Oktober 2023 und wir haben den 17. Tag hier auf unserer Werft. Dieses Mal auch wieder wir. Hallo, guten Morgen. Okay, es geht heute weiter hier im Heck mit den Tüten Nummer 44, aber dann nicht wie beim letzten Mal angekündigt mit den Tüten Nummer 42. Nein, ich werde heute dann direkt wieder ins Mittelteil gehen, weil hier fehlt noch eine Ebene, um mit dem Rest des Schiffes gleichzuziehen. Deswegen als zweiten Bauabschnitt heute die Tüten Nummer 25. Beleuchtung gibt es dieses Mal keine, die verbaut wird, aber ich möchte einen kleinen Ausblick geben auf das, was noch kommen wird, vor allem welche Kombinationen ich aus Game of Bricks und Brickshine noch vorhabe, was ich noch zusammenfassen möchte und auch welche Änderungen sich dadurch eventuell am Schiff ergeben. Okay, Brixie, Yellowstone, ihr könnt im Moment noch eine kleine Pause machen. Ich muss vom letzten Mal noch etwas nachholen. Ich rufe euch dann, wenn es weitergeht. Okay. Das lassen wir uns nicht zweimal sagen. Okay. Okay, beim letzten Mal habe ich vergessen, hier im vorderen Teil des Hecks die Beleuchtung zu testen. Ich hatte das nur für den hinteren Teil getan und das möchte ich heute jetzt noch kurz nachholen. Hier im vorderen Teil des Hecks hatte ich beim letzten Mal auch zwei LED-Bänder von Brickshine, jeweils Steuerbord und Backbord verbaut. Und hier vorne bei den beiden Einzelsteinen jeweils zwei Einzel-LEDs von Brickshine, weil Brickshine hier eben auch die Möglichkeit bietet, diese zu beleuchten. Bei Game of Bricks eben nicht. Bei Game of Bricks sind auch übrigens beide hier vorne nicht beleuchtet. Das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Ich habe hier die vier Drähte schon zusammengefasst an einem Expansion Board. Ich habe jetzt direkt das größte genommen, was es gibt, nämlich ein 12er, weil ich hier dann natürlich auch alles andere, was hier im Heck zusammenkommt, dann hier dran anschließen möchte. Da kommt dann noch das Kabel von hier hinten von der Beleuchtung und von hier oben von dem Scheinwerfer am Mast. Gut, das möchte ich jetzt mal tun. Gut, dann schließen wir hier mal an und schauen mal. So. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Ich drehe das mal rum. Das wiegt mittlerweile ganz schön viel. Ich habe das in der Zwischenzeit auch mal gewogen. Allein das Heck wiegt mittlerweile 2,1 Kilogramm. Es wird immer schwerer, das Ganze hier zu drehen.
Ich denke aber, man kann es erkennen. Man sieht hier vorne jetzt auch, dass das eine natürlich deutlich heller ist, weil hier das Einzel-LED direkt hinten dran ist. Hier dieses ist schwach beleuchtet, weil das Band nicht ganz bis nach vorne geht, aber immerhin wenigstens etwas beleuchtet. Bei Game of Bricks wären beide nicht beleuchtet. Und auch die Backbordseite schauen wir uns kurz noch an. Auch hier sieht das Ganze soweit okay aus. Gut. Ja, dann Brixie, Yellowstone, ihr könnt dann zurückkommen. Wir starten mit dem Bauen. Moment. Ich tausche das wieder. Ja, okay. Wenn ihr soweit seid, können wir mit den Tüten 44 starten. Es kann losgehen. Teilt ihr euch das Zählen wieder? Ja, wenn es okay ist. Ja klar, warum nicht? Das hat letztes Mal ja auch super geklappt. Na dann, let's go. Ich habe 3 Versuche benötigt, um die Reling am Heck zu befestigen, da das beigelegte Kunststoffrohr nicht so lang war, damit man auf beiden Seiten mit dem jeweiligen Klammerstein bündig das Ganze abschließen konnte. Bei mir passte es, als ich dann das Rohr bei beiden Klammersteinen ungefähr bei der Hälfte ansetzte. Hier auch zu sehen im Bild. Die Flagge am Heck werde ich genauso wie die Flagge am Bug erst ganz am Ende verbauen, weil ansonsten die Gefahr zu groß ist, dass sie mir immer wieder abbricht, wenn ich dagegen komme. Dieser Kran wird hier am Heck 6-mal verbaut. Die anderen 5, die habe ich bereits schon vorbereitet. Tatsächlich verbauen werde ich sie jetzt aber noch nicht, weil auch da dann wieder die Gefahr besteht, dass ich dagegen komme und sie ständig abbrechen. Ja, wie wir oben bei Brixie sehen, hatten wir 163 Steine bei den Tüten 44 und wie uns Yellowstone so schön anzeigt, dann stehen wir jetzt insgesamt bei 6005. Übrig ist ein kleiner weißer Einserstein. Ja, die 6 Kräne und die Heckflagge, das habe ich ja vorhin auch schon beim Bauen gesagt, die werde ich erst ganz am Ende verbauen. Ansonsten müsste ich die ganze Zeit aufpassen, wenn ich hier rumhantiere, dass diese Dinge nicht abbrechen. Ja, und bevor ich es diesmal vergesse, werde ich gleich die Beleuchtung testen. Ich habe zwar keine neue Beleuchtung verbaut, aber jetzt ist hier hinten das Heck ja verkleidet mit den Bullaugensteinen und die LED-Bänder hatte ich ja schon beim letzten Mal verlegt. Und jetzt wollen wir uns das Ganze mal anschauen, wie das aussieht jetzt mit Licht.
Sag mal, ihr zwei, geht das auch etwas leiser? Muss das sein? Wir versuchen es. Isst du deinen nicht? Doch, ich esse meinen auch noch, aber erst nachher, nach getaner Arbeit. Warum? Och, wir hätten nichts gegen einen zweiten. Ach so. Jam, jam. Nö. Der ist ja ein Geschenk für mich. Und den werde ich, wie gesagt, nachher noch essen. Sieht ja auch ganz lecker aus. Zurück zum Thema. Ja, schauen wir uns jetzt hier mal das Ganze an im Heck, wie es aussieht mit den zuvor verlegten LED-Bändern. So. Ja, wie man sieht, sieht das Ganze doch echt schön aus. Was sich jetzt natürlich nicht vermeiden lässt, weil hier das Ganze nicht bündig hier anliegt, das geht ja gar nicht von der Konstruktion her, geht jetzt hier oben natürlich Licht nach oben durch. Ich versuche das jetzt mal hier hochzuheben, dass man es mal sehen kann. 2,1 Kilogramm. So, ja, mittlerweile etwas schwerer, sind ja ein paar Steine dazugekommen. Ja, wenn ich mir jetzt überlege, dass wenn ich diese LED-Bänder so verklebt hätte, wie es die Anleitung von Brickshine vorsieht, nämlich hier oben an den Kanten der Platten, dann wäre das jetzt noch extremer, dass hier das Licht nach oben geht und nicht wie jetzt eben so schön hier die Bullaugen beleuchtet sind. Ich denke, das war eine gute Idee, das so zu machen. Ja, jetzt geht es gleich weiter, wie schon angekündigt, wieder ins Mittelteil. Hier die zweite Hälfte im Mittelteil, da möchte ich jetzt gleichziehen mit dem Rest hier, mit dem Heck, mit dem Bug und dem vorderen Abschnitt des Mittelteils. Da fehlt jetzt ja noch eine Ebene und das sind dann gleich, wie schon angekündigt, die Tüten 25. Auch hier aber auch gleich noch ein Nachtrag zur Beleuchtung. Diese beiden äußeren Steine sind genauso wie diese hier bei Game of Bricks nicht vorgesehen, dass sie beleuchtet sind. Deswegen habe ich auch hier, und das habe ich auch bereits erledigt, wieder zwei 1er LEDs aus Brickshine, hier auch nochmal eingeblendet, verbaut, genauso wie hier im Heck. So, ihr zwei schmatzenden Monster, können wir dann wieder. Ihr könnt den Rest ja auch nachher essen. Okay. Moment, wir haben noch eine Änderung beim Zählen dieses Mal. Da ist es wieder, mein Lieblingswort, Moment. Da werden ungute Erinnerungen wach. Nee, nichts Schlimmes. Yellowstone zählt wieder die Steine insgesamt und ich zeige zwei Zahlen an. Einmal die Steine der aktuellen Tüte und als zweite Zahl die Zahl der Steine gesamt, die wir heute verbaut haben. Ja, das finde ich eine gute Idee. Dann los. Dann los. Dieses Bauteil wird insgesamt 10-mal benötigt. Die anderen 9 habe ich wie schon so oft bereits vorbereitet. An dieser Stelle wieder ein kleiner historischer Fakt in der Bauanleitung.
Die Baukosten der Titanic und der Olympic beliefen sich auf 3 Millionen britische Pfund, was heute einem Betrag von 300 Millionen britischen Pfund entspricht. Dieses Bauelement wird insgesamt 6 Mal benötigt, die weiteren 5 habe ich wieder bereits vorbereitet. Ja, das waren die Tüten 25 und wie wir schön bei Brix hier oben sehen, hatten wir 182 Steine. Und wie wir ebenfalls schön bei Brix hier oben sehen, hatten wir damit heute insgesamt 345 Steine. Und Yellowstone zeigt uns wieder unseren aktuellen Gesamtstand an, nämlich 6187. In den Tüten 25 waren 3 kleine Einsersteinchen zu viel drin, sind übrig. Das kennen wir ja schon. Gut, und damit kommen wir auch direkt zu unserer bekannten Tabelle. Hier erstmal die Ausgangssituation und wir hatten vorhin bei den Tüten 44 163 Steine und wie eben schon gesagt bei den Tüten 25 182 Steine und damit eben jetzt auch unseren aktuellen Gesamtzwischenstand von 6187. Okay, auch wenn ich dieses Mal keine Beleuchtung wirklich verbaut habe, möchte ich diese Beleuchtung doch dennoch testen, weil ich habe ja in der Zwischenzeit hier die beiden 1er LEDs nachträglich ergänzt und jetzt wollen wir uns das Ganze nochmal im Gesamten anschauen. Ich habe in der Zwischenzeit auch die beiden Einzel-LEDs und die beiden LED-Bänder, die hier verlegt sind, an einem 12er Expansion Board zusammengefasst, genauso wie schon im Heck mit einem 12er. Und jetzt schauen wir uns das Ganze doch mal an. Ja, das sieht doch soweit ganz gut aus. Ja, wie man hier sieht, das 1er LED. Und was jetzt noch nicht so ganz schön ist, da weiß ich auch noch nicht, ob ich da was ändern werde, ob ich so viele LEDs bei Brickshine zur Verfügung habe. Hier am anderen Ende, da sind jetzt 2 Bullaugen nicht beleuchtet. Das ist bei Game of Bricks ebenso vorgesehen aufgrund der LED-Bänder. Ich könnte natürlich hier auch noch diese Einzel-LEDs aus Brickshine verwenden, aber das wären hier insgesamt 4 Stück. Und die sind aber auch noch für andere Dinge vorgesehen. Ich möchte ja beide kombinieren. Deswegen, ja, weiß ich noch nicht, ob ich das noch ändern werde oder ob ich das so lasse. Ihr könnt es nicht lassen, oder? Na gut, den habt ihr euch aber auch verdient. Aber nicht nur ihr. Auch ich habe mir jetzt hier meinen verdient. Und deswegen, jetzt haue ich da auch mal rein. Was war das denn? So scharf kann Senf doch gar nicht sein. Senf nicht, aber Chilisauce. Das ist doch etwas heftig. Da bist du etwas zu weit gegangen, mal wieder. Wir hatten doch Senf ausgemacht. Fängst du jetzt auch schon an? Puh. Mach du dich auch mal locker. Wenn ich euch in die Finger bekomme. Boah. Vielleicht gehst du besser, bevor er zurückkommt. Meinst du? Ja, meine ich. Ich würde mich an deiner Stelle ganz schnell vom Acker machen. Na, vielleicht hast du recht.
Vielleicht ist es besser, wenn ich auch verschwinde. Oh, verdammt, wo sind die zwei? Abgehauen. Ist auch besser so. Oh. Von wegen Aprikose, Chili-Soße. Boah. Boah. Das brennt. Ich glaube, ich muss mal ein Lego-Haus bauen aus Achtersteinen. Aus roten und gelben Achtersteinen. Und vielleicht nehme ich noch Joe und seine Männer mit dazu, die dabei helfen. Passt bloß auf, dass ich euch heute nicht mehr in die Finger bekomme. Oh. Ja, eigentlich wollte ich ja noch was erzählen über die zukünftige Beleuchtung. Aber das verschiebe ich jetzt erstmal. Ich sage erstmal ciao, bis zum nächsten Mal. Und ihr lasst euch heute nicht mehr blicken.